sehr kreative Person. Liebevoll, offen. Eine inspirierende Persönlichkeit. Emel Gökçe, von Paderborn über Berlin bis nach Istanbul. Eine begnadete Innendesignerin, Künstlerin und Mentorin, die durch ihr außergewöhnliches, künstlerisches Schaffen nicht nur das Wohnumfeld ihrer Kunden verändert, sondern auch ein neues Lebensgefühl schafft. Ich kenne Emel tatsächlich aus dem Fernsehen. Beim Fernsehen zu sein war auch sehr spannend, weil ich bin ja dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe plötzlich irgendwie eine Anfrage gehabt, das war damals Boris macht Schule mit Boris Becker zusammen. Parallel zu ihren beruflichen Tätigkeiten als Designerin hat sie bereits früh angefangen, ihren kreativen Geist in verschiedenen Fernsehproduktionen auszuleben. Doch Designerin Emel ist guter Dinge. Daraus ließ sich doch schon was machen. Es ist zwar, ja, es ist runtergekommen, okay, aber umso schöner wird es hinterher. Eine Schule in Berlin umgestalten. So, und das war meine erste Anfrage und dann habe ich ganz viele andere Produktionen gemacht. Die längste Produktion war Wohn schnell schön mit 60 Folgen. Es war eine schöne Zeit, es war eine tolle Erfahrung. Ich habe viel gesehen, ich habe sehr viel gelernt, aber Fernsehen wiederholt sich auch immer wieder. Und nach einer gewissen Phase fand ich es auch ganz gut, dass ich ein bisschen Abstand zum Fernsehen genommen habe und meine eigenen Projekte vorangetrieben habe, viel Kundenarbeit und viele Kundenprojekte gemacht habe. Durch ihre jahrelange Tätigkeit in der Fernsehbranche konnte sie viele weitere Kundenaufträge in der Landeshauptstadt Berlin generieren. Ein weiterer Meilenstein ihrer Karriere, der die nächsten Jahre der Designerin maßgeblich bestimmt. Die Zusammenarbeit mit Emel war eine super Zusammenarbeit. Sie hatte viele tolle Ideen, die wir gerne angenommen haben, die wir gerne auch nachher umgesetzt haben. War schon besonders. Durch viele Kundenaufträge in und um Berlin hat sie sich ein zweites Standbein in der Mode- und Designmetropole aufgebaut. Ich habe ja Wohn schnell schön in Berlin gedreht und in dieser Zeit habe ich auch schon parallel auch Aufträge hier in Berlin angenommen und viele Leute kennengelernt. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich tatsächlich mehr Projekte in Berlin hatte als in Paderborn oder sonst wo. Dann habe ich mein Büro auch hier in Berlin aufgemacht und das war halt schon sehr praktisch dann, ne? Aber Paderborn und Berlin sind natürlich nicht mal eben so ein Katzensprung. Das Pendeln zwischen Berlin und ihrer Heimatstadt Paderborn nimmt nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Kraft in Anspruch. Trotz ihres großen Engagements und ihrer Aufopferungsbereitschaft kommen daher einige angestrebte Projekte und Privates zu kurz. Und man ist eben nur ein Mensch und man hat nur eine gewisse Kapazität. Und mit dieser Kapazität in Frieden zu sein, bringt sehr viel. Dennoch lässt Emel es sich nicht nehmen, an anderen Projekten, auch außerhalb ihrer designerischen Tätigkeiten, teilzunehmen. Sie moderiert unter anderem mit großen deutschen Persönlichkeiten der Fernseh- und Designbranche. Aber auch lokale Kulturevents unterstützt sie regelmäßig durch ihre Expertise. Ich heiße Emel Gökçe, ich bin Künstlerin und Designerin. Ich habe hier in Paderborn auch Kunst und Design studiert. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, dass wir hier die junge Kunst unterstützen können. Und ich bin total gespannt, was uns heute hier erwartet. Emels hilfsbereite Art und ihr unerschöpfliches Engagement wird nicht nur auf beruflicher Ebene, sondern auch in ihrem privaten Umfeld geschätzt. Ich schätze, dass sie immer für einen da ist. Sie ist ein wundervoller Mensch. Immer wieder, wenn ich sie sehe, nach langer Zeit, unglaublich freundlich und sagt, oh, wie geht's dir? Und ist immer eine wahnsinnig herzliche Verbindung. Das ist total schön. Emel ist ein ganz besonderer Mensch mit wahnsinnig vielen Talenten rund um ihren Beruf, aber noch viel mehr. Ich glaube, sie bräuchte so ungefähr 28 Leben, um alles auszuleben, was sie sich so vorstellt. Ihr großes Ideenreichtum und ihre Herzlichkeit waren von klein auf ihre Begleiter. Ich habe eine super schöne Kindheit gehabt, also sehr frei, sehr entspannt, habe aber schon sehr früh angefangen, Stunden am Schreibtisch zu verbringen. Immer wenn meine Eltern reinkamen, dachten sie dann, ich bin dann schön fleißig am Arbeiten. Aber ich habe sehr viel geträumt und ich habe aber hinterher gemerkt, dass das nicht nur Träumen war, sondern anscheinend Visualisieren. Das wusste ich damals natürlich nicht, denn ich habe ganz vieles, was ich da an meinem Schreibtisch geträumt habe, hinterher realisiert.
Ich habe Kunstdesign und Pädagogik an der Universität Paderborn studiert und mit einem Staatsexamen abgeschlossen. Ja, habe viel mitgenommen von meiner Studienzeit, habe sogar noch 2 Jahre im Anschluss frei studiert, als ich scheinfrei war. Das ist ein ganz toller Luxus gewesen, gut, dass ich das gemacht habe, weil man dann hinterher so viel eben im Job ist, dass man so eine Möglichkeit vielleicht nicht nochmal findet. Also ich habe immer gute Erinnerungen an die Uni, weil ich so vielseitig studiert habe. Ich hatte halt wirklich Malerei, Installation, ich hatte Videokunst. Auch im Designbereich war es sehr vielseitig. Wir hatten Möbeldesign, wir hatten aber eben auch Modedesign zum Beispiel, war auch ein Teil in meinem Studium. Und ich habe früher auch viel mehr Mode entworfen oder Kleidung entworfen. Ich habe super viel gejobbt. Nebenbei, ich habe super viel gearbeitet, ich habe schon Ausstellungen gemacht, ich habe Aktionen gemacht, Modenschauen gemacht. Eigentlich war ich schon immer ein Freelancer-Typ. Also ich sehe mich nicht irgendwo in einem Betrieb, wo ich 5 Tage die Woche hingehe, von morgens 8 bis 16 Uhr, 17 Uhr arbeite und wieder zurückkomme. Also ich musste nicht mich überwinden, werde ich jetzt selbstständig oder nicht. Und wenn man jünger ist, ist man ja vielleicht noch ein bisschen freier, dass man gar nicht an bestimmte Sachen denkt, sondern einfach denkt, ja, ich mache das jetzt mal und dann sehe ich schon, was ich davon habe. Der Beruf ist eigentlich zu mir gekommen. Ich richte Räume ein, schon seit ich, glaube ich, 10 Jahre alt bin. Und es war halt immer so, wenn ich in einen Raum reinkomme, weiß ich eigentlich schon direkt, wie er eingerichtet sein sollte. Mir sind so viele Sachen bei meiner Arbeit wichtig. Natürlich ist es wichtig, dass der Kunde am Ende glücklich ist mit dem, was er bekommt. Und noch ein bisschen mehr. Ich mag es, wenn ich einen bestimmten kreativen Raum bekomme, wo wir auch mal Dinge machen können, von denen der Kunde nicht unbedingt vorher ausgegangen ist, dass es auch so aussehen könnte. Und ich mag es schon generell, Menschen zu überraschen. Alles, was ich mir gewünscht habe, wurde mir erfüllt. Ja, ich wurde ganz viel überrascht mit ganz vielen Ideen, auf die ich in meinem Leben nicht alleine gekommen wäre. Ich wurde natürlich nicht enttäuscht und bin wahnsinnig glücklich mit allem, was in meiner Wohnung heute steht. Mein größtes Projekt bisher war das Hotel Akkadion als Hotel und im Privatbereich habe ich bisher so, das größte war eine Villa mit 400 Quadratmetern in Berlin-Dahlem. Eigentlich mag ich Dinge wirklich minimalistisch einzurichten, weil ich finde es ganz gut, wenn man eine gute Basis hat und mit vernünftigen Materialien. Ich liebe echte Materialien und eher zeitlose Möbel, aber hier und da setze ich eben auch gerne Akzente. Ich lege Wert auf gute Stoffe, auf Kunst in den Räumen. Finde ich schon ganz toll, wenn man sehr einzigartige Dinge im Raum hat. Mit sehr schlichten, multifunktionalen Möbeln kombiniert kann das eine ganz interessante Wirkung haben. Aber grundsätzlich, meinen Stil zu beschreiben, fällt mir sehr, sehr schwer, zumal sich der auch alle paar Jahre so ein bisschen nochmal wandelt. Grundsätzlich würde ich sagen, Minimalismus trifft auf Besonderes. Auch in ihrem neuesten Projekt kann Emil ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ich wollte schon seit ganz, ganz langer Zeit ein Kinderbuch schreiben. Ich hatte da so eine Idee von einer Figur. Ich konnte sie auch schon so richtig sehen, wie sie aussieht, was ihre Besonderheiten sind. Das ist Madame Lebleu. Und das sollte eine Kinderbuchserie sein, die für gute Werte einsteht, aber auch eben für ein nachhaltiges, aber auch harmonisches Leben, wo man zum Beispiel wirklich auch auf seine innere Stimme hört und dass Träume einen ganz besonderen Wert im Leben eines Menschen haben, weil sie ja vielleicht nicht nur Träume sind, sondern daraus sich ein Weg ergeben kann. Sie wohnt in einem nachhaltigen Tiny House, sie kocht, backt, pflanzt an, sie tanzt, näht, baut. Also sie ist so eine richtige Selbermacherin.
Ich freue mich, dass da eine so starke Frau steht und eine Figur kreiert, die wirklich gut für uns Frauen ist, glaube ich, weil sie eine so starke Frau ist. Ich bin gespannt, was Madame Lebleu alles erleben wird. Als Kinderbuchautorin unterwegs zu sein, ist doch nochmal ein ganz neues Feld und ist sehr spannend. Doch Emels kreativer Geist ist längst noch nicht ausgeschöpft. Weitere spannende Projekte werden mit Sicherheit folgen. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen.